Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Bei unseren Hirschebern. Hirscheber sind ganz unscheinbare Schweine aus Südostasien, um genau zu sein, kommen die auf Sulawesi und den umliegenden Inseln vor und leben dort endemisch. Das bedeutet, dass sie wirklich nur dort in freier Wildbahn vorkommen. Und die unterscheiden sich ein bisschen zu anderen Schweinen. Sie sind nackt, grau, sie sind hinten sehr hochbeinig und nach vorne hin fällt der Körper etwas ab. Das lässt darauf schließen, dass sie in den Regenwäldern dort zu Hause sind. Und bei den männlichen Hirschebern ist ein ganz prägnantes Merkmal, dass denen die oberen Eckzähne oben durch den Rüsselknochen durchwachsen. Bei unserem Palu hier, das ist unser junges Männchen, ist das noch nicht der Fall. Der ist noch zu jung. Aber bei unserem Manni sind die schon schön ausgeprägt und auch die Hauer sind sehr lang schon bei ihnen. Das sind die unteren Eckzähne, die man auch von normalen Schweinen kennt. Ansonsten lässt sich zu unseren Hirschebern noch sagen, dass sie sehr bedroht sind. Das liegt zum einen daran, dass sie endemisch auf einer Insel vorkommen und dass es dadurch auch einfach nicht viele Tiere gibt. Dort werden sie gewildert und der Lebensraum wird zerstört. Und deswegen ist es sehr wichtig, diese Arten nachzuziehen. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir zum einen unseren Palu hier haben, der im Sommer 2 Jahre alt wird. Und zum anderen auch hinter den Kulissen noch unser frisch geborenes Jungtier, den Kidua, haben. Das ist auch ein Männchen. Schweine sind ansonsten auch sehr leer und wissbegierige Tiere. Man kann denen sehr viel beibringen. Sie können auch sehr zutraulich werden, ähnlich wie Hunde. Und das ist bei unseren Tieren der Fall und das Schöne daran ist, ich habe keine Nüsse mehr, Palu. Das Schöne daran ist, dass man dann ganz nah an die Tiere rankommt. Wenn die Tiere irgendwelche Verletzungen haben, kann man sich die Tiere angucken, kann die Tiere direkt behandeln. Oder das beste Beispiel, bei unserer frisch gebackenen Mutter konnten wir Ultraschalluntersuchungen machen und direkt gucken, ob es unserem frisch geborenen Jungtier noch im Mutterleib gut geht. Bei ihr kann man sagen, die war vor der Geburt total handsam, hat sich immer hingelegt und hat sich auch richtig schön kraulen und streicheln lassen. Die hat das auch richtig eingefordert, diese Bauchmassagen. Und jetzt, seitdem sie das Jungtier hat, hat das schlagartig sich geändert. Seitdem, klar, sie lässt sich von uns noch streicheln, aber sie möchte sich nicht mehr hinlegen. Sie passt jetzt viel auf ihr Jungtier auf und nimmt das auch in Schutz. Und am Anfang hat sie es auch vor uns geschützt. Mittlerweile vertraut sie uns auch wieder. Aber das ist im Prinzip genau das Verhalten, was wir eigentlich auch wollen. Also sie ist eine gute Mama, sie passt auf ihr Baby auf. Und wenn das dann in ein bestimmtes Alter kommt, dann wird sie auch wieder zutraulicher. Und dann lässt sie uns auch an das Kleine ran, was sie jetzt aber teilweise tatsächlich auch schon macht. Ne, Mäuschen? Und bei ihr kann man jetzt auch ganz gut erkennen, wenn sie sich mal ein bisschen rumdreht. Dann erkennt man ganz unten die Gesäugeleiste, die ist schön ausgeprägt. Die Zitzen sind super ausgeprägt. Und das waren auch die ersten Anzeichen, um zu erkennen, dass sie halt mittlerweile kurz vor der Geburt steht, denn die Gesäugeleiste hat sich bei ihr tatsächlich erst kurz vor der Geburt so extrem entwickelt. Ja, Mäuschen. Ja, und sie ist immer noch sehr verfressen. So. Ich komme doch mittlerweile, also ich komme so alleine raus. Das Kleine traut sich noch nicht, das versteckt sich auch meistens noch. Es hat in dem ganzen Stroh wie so eine Art Höhlensysteme gebaut. Und da versteckt es sich noch drin, wenn die Mama mal draußen ist. Und wenn es dann zwischendurch quakt, dann läuft es auch ganz schnell wieder rein. Aber ich glaube, jetzt gerade kann man so den Schatten erkennen. Es guckt auch so ein bisschen hier vorne. Aber wir können auch gerne mal reingehen. Hallo Maus. Ja, ich habe Nüsse für dich.
Ja, nicht meine Hand. Das Kleine ist hier gerade hinter der Tür. Fidua! Ja, das versteckt sich noch. Manchmal kommt aber auch schon nach vorne. Ja, Maus. Bring mal dein Kleines hier hin. Komm mal schnell, super. Ja. Hier. Und da kann man auch schon super erkennen, wenn man ganz genau unten drunter hinguckt, dass es alles gut, dass es ein kleines Männchen ist. Was vielleicht auch noch super interessant ist für viele Leute, dass die, sobald die auf der Welt sind, die brauchen wirklich nicht lange, die stehen sofort auf und laufen. Und die sehen auch wirklich schon von Anfang an direkt so aus, wie das Kleine jetzt aussieht. Es ist auch auf dem Video, das wir aufgenommen hatten, gut zu erkennen gewesen. Sie hat das Kleine geboren und das Kleine ist direkt um sie rumgelaufen, nach vorne und hat die Mama begrüßt. Und die haben auch so eine kleine orale Phase, dass sie am Anfang alles in den Mund nehmen. Alles muss probiert werden. Und dann natürlich auch die Pflegerhände. Können halt wirklich super zutraulich werden und dadurch hatten wir auch die Möglichkeit, dass wir vor der Geburt Ultraschallaufnahmen mit ihr machen konnten. Wir haben sie dann einfach ganz einfach hier vorne mit Erdnüssen stationiert. Dann hat einer die ganze Zeit mit Erdnüssen gefüttert und der Tierarzt konnte dann an den Seiten schön mit dem Ultraschallgerät gucken, wo das Kleine sich befindet. Und das Kleine ist ein kleiner Clown. Jetzt nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und schau doch mal in unsere Playlist über den Grünen Zoo Wuppertal.